Servus, ich bin's, der Philipp vom Pomadeshop, und aufgrund der hohen Nachfrage und weil sich viele eben gewünscht haben, zeige ich euch heute die Bone Crusher Hair Pomade. Kommt aus Deutschland, ist eigentlich so eins der Urgesteine der Pomaden in Deutschland, ist eine ölbasierte Pomade, also eigentlich ein absoluter Klassiker. Hat auch keinen Farbstoff drin, sieht einfach aus wie eine wunderschöne, ganz klassische Pomade mit Vaseline, Bienenwachs und Lanolin. Das Besondere bei der ist, dass ihr einen Caipirinha-Duft habt, also einen schönen, kräftigen Limetten-Zitronenduft und eben Menthol und Minze drin. Also vor allem das Menthol ist bei der das Besondere, sage ich mal, vor allem eben im Sommer. Also das Ganze macht diese Pomade zum absoluten Klassiker, zur absoluten Pomade, die man im Sommer benutzt. Weil sobald die sich ein bisschen löst, sozusagen bei der Hitze im Sommer, löst sich auch das Menthol und ihr merkt auf der Kopfhaut eben so diesen leichten, kühlenden Mentholeffekt. Und ja, es riecht halt wirklich nach schön frischer Zitrone, nach Minze, nach Menthol. Also ist für den Sommer wirklich absolute Bombe. Aber ich nehme jetzt vorher noch das Don Draper Hair Tonic Blue. Das passt perfekt dazu, hat eben auch Menthol, hat eine sehr frische Note und das passt. Die Kombi ist wirklich genial. Meine Haare sind zwar noch ein bisschen feucht, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil ich auch einfach den Geruch mag. Und massiere mir das schön in die Kopfhaut ein, in die Haare und die Kopfhaut. Eigentlich bei fast allen Produkten könnt ihr eben darauf achten, dass ihr das bis zum Haaransatz, bis zur Haarwurzel fast schon runterarbeitet. Vor allem eben bei einem Hair Tonic. Also da könnt ihr euch auch wirklich schön Zeit lassen, das Ganze einzuarbeiten. Die Kopfhaut stimulieren, das Menthol bis runter arbeiten. Theoretisch könnte man dann zum Beispiel noch eine Bürste nehmen und das Ganze nochmal bürsten, einfach damit überall was hinkommt. Aber ich nehme jetzt noch die Bone Crusher Hair Pomade und es geht ganz smooth raus, das ist gar kein Thema. Das ist eine Firm Hold klassische ölbasierte Pomade, also irgendwas zwischen mittelfest bis fest. Und man sieht schon, das zu verstreichen ist gar kein Thema, ist eigentlich überhaupt kein Kraftaufwand. Ist eine ganz einfache Pomade, gerade für Einsteiger, die etwas fester haben wollen als mittelfest, aber die ganz festen eben noch nicht brauchen, sind die eigentlich wirklich gut. Für meine Haare, ich habe relativ gerade, feine Haare. Wenn ich zu feste Pomaden nehme, habe ich das Problem, dass sie dann nach hinten abstehen oder zur Seite abstehen, weil die Haare dann eher wachsig werden und dann lassen sie sich tatsächlich nicht mehr legen. Für mich ist das so das obere Limit schon. Aber gerade für den Sommer, wenn es dann wärmer wird und die Pomade auch weicher wird, ist sie wirklich wunderbar. Und ja, man kriegt diesen frischen, zitrischen Duft. Und dann arbeite ich die in die Haare ein. Wirklich gut einarbeiten. Das ist bei allen Produkten das Wichtigste. Nicht einfach nur oben drauflegen, fertig, sondern wirklich von hinten richtig einarbeiten. Keine Scheu. Und weil wir immer wieder Fragen bekommen, ja, ich reiß mir mit der Pomade die Haare aus. Ja, man sieht es vielleicht. Ich habe auch ein paar Haare mit dabei. Aber das ist völlig normal, weil ihr Haare verlieren werdet. Also ihr verliert Haare ganz normal jeden Tag. Das ist nichts Ungewöhnliches, nur dass es einem, wenn man nichts verwendet, meistens nicht auffällt, weil sie eben einfach zwischen den anderen Haaren hängen bleiben. Und wenn ihr eine klebrige Pomade habt, dann ja, klebt es halt einfach in den Händen und dann fällt es euch viel mehr auf. Ja, das reicht bei mir fast schon. Dann nehme ich den Kamm. Damit es nochmal sich schön verteilt, kämme ich das einfach mal nach hinten und dann versuche ich mal, das ist bei meinen Haaren immer das Problem, also falls es euch interessiert, können wir auch gerne mal ein Video zu verschiedenen Haartypen vielleicht machen. Zum Beispiel, ich habe relativ gerade, feine, aber viele Haare und ich kann tatsächlich nicht jede Frisur machen. Also ich kann es zwar versuchen mit bestimmten Produkten, mir zum Beispiel eine Tolle zu bauen
oder in die Höhe zu gehen, aber es ist grundsätzlich nicht die Natur meiner Haare und deshalb wird es eher schwierig. Genauso wie es bei Max schwierig wird, quasi einen kompletten glatten Slickback hinzukriegen, weil er dafür einfach zu störrische, zu lockige oder wellige Haare hat. Also da müsst ihr auch immer schauen, was ist mit euren Haaren möglich, wie viel Aufwand wollt ihr euch machen, weil grundsätzlich wäre es dann schon möglich, mir eine Tolle zu bauen, aber dann müsste ich mir einen Freestyler nehmen, viel Zeit nehmen, den Föhn nehmen, wirklich alles mit ganz viel Aufwand hochföhnen und dann mit einer zweiten Pomade oder einem Clay das Ganze fixieren. Das würde gehen, aber es ist mir an manchen Tagen einfach, oder an den meisten Tagen, um ehrlich zu sein, zu viel Aufwand. Und dann bleibe ich einfach bei dem, was mit meinen Haaren gut funktioniert. Und das sind halt Slickbacks und Seitenscheitel. Deswegen sieht man bei mir selten eine andere Frisur, weil es einfach schwierig ist, viel Aufwand ist. Und vor allem, wenn es dann hier im Video zwar hält, ist es meistens so, dass es dann doch nach 10, 15 Minuten dann wieder in sich zusammenfällt. Also das ist auch die Sache, die ihr bei vielen Videos habt, bei vielen Styling-Videos. Oh, schau mal, die Frisur hält ja super. Das ist ja absoluter Bombenhalt. Ja, aber nach 10, 15 Minuten wird es auch bei dem wahrscheinlich zusammenfallen. Also das sind immer diese Videos, die viel Aufmerksamkeit bekommen. Guck mal, das hält ja wirklich bombastisch. Der Glanz ist eine wasserbasierte Pomade und der Glanz ist ja wirklich spitzenmäßig. Ja, aber nach einer halben Stunde ist der Glanz weg, weil es eine wasserbasierte Pomade ist, die fest wird. Und der Halt ist vermutlich auch nicht mehr gegeben, außer er hat eben die richtigen Haare dafür. Aber wenn es euch interessiert, können wir dazu gerne mal ein einzelnes Video machen. Schreibt uns dazu gerne einfach in die Kommentare, ob euch das überhaupt interessiert. Und dann können wir uns da mal gerne mehr mit beschäftigen und euch das mal so zeigen, was man da machen kann, beziehungsweise was man machen kann, wenn man trotz feiner Haare viel Volumen haben will oder trotz wellige Haare glatte Haare haben will. Man will ja mal das haben, was man nicht hat. Dann können wir das gerne mal machen. Ansonsten gehen wir wieder zurück zur Bone Crusher. Und man sieht, ich habe jetzt mit der Bürste noch die Seiten angelegt. Das gefällt mir eigentlich mal ganz gut, wenn die Seiten ein bisschen besser angelegt sind. Und oben ist es ein bisschen lockerer. Aber man sieht, es gibt trotzdem genug Halt bei mir, dass ich ein bisschen so eine Tolle formen kann. Meine Haare sind schon fast ein bisschen zu lang wieder, aber eigentlich mag ich es, wenn sie ein bisschen länger sind. Und man sieht, der Glanz ist schon gut da, aber der ist innerhalb von ein paar Minuten, vor allem weil die Haare jetzt auch nass waren, dann ein bisschen weniger. Also es ist ein schöner, dezenter, mittelstarker Glanz. Es ist ein Medium bis starker Halt, also so ein Firm Hold eben. Ist eine absolute Einsteigerpomade, auch wenn man ein bisschen fester gehen will als die mittelfesten Pomaden. Völlig solide, kann man nicht meckern. Es gibt auch nichts zu meckern. Der Duft ist ein schöner Alltagsduft, den kann man im Sommer verwenden, im Winter verwenden. Dadurch, dass es eben ein zitrischer Duft ist, kann man das auch mit fast allen Parfums kombinieren, ohne Probleme. Und das Menthol ist eben ein schönes, nettes Gimmick oder ein schöner, netter Zusatz. Das war die Bone Crusher Hair Pomade aus Deutschland. Eines der Urgesteine bei Pomade. Und ja, das war's von mir. Ich bin der Philipp und bis zum nächsten Mal. Servus!